Hallo allerseits, heute gibt es mal wieder ein Video von einer neuen Modellbahnlokomotive im Maßstab 1:32. Wir beginnen mit dem Blick in den Führerstand. Man sieht sofort, es ist eine moderne E-Lok, die von Bombardier im Vorbild gebaut wird, als Trax 2 Lokomotive, auch bekannt als Baureihe 185, 186, in der Schweiz RE 486. Und die Lokomotive ist ein Kleinserien-Messingmodell, das von der Firma KISS Modellbahnen aus Viernheim gefertigt wird. Und in wenige hundert Stück werden davon insgesamt gebaut, in 9 verschiedenen Varianten. Das Modell ist 59 Zentimeter lang, wiegt stolze 6,4 Kilogramm. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das ganze Ding ist in Handarbeit, in Messing gefertigt und kostet je nach Variante, Bedruckungsvariante, 2690 oder 2990 Euro. Ist also wirklich ein Modell nicht als Kinderspielzeug, sondern als Spielzeug für Erwachsene und hat aber auch zahlreiche Funktionen an Bord, kann also hier insgesamt 29 Funktionen digital schalten, wie zum Beispiel die Pantographen. Hier haben wir jetzt schon einen der Pantographen oben. Die Lok ist ja international im Einsatz, genau dieses Vorbild ist in 4 Ländern unterwegs und wir haben hier eben die Pantographen, der vorderste für Deutschland, dann kommt jetzt der Pantograph für die Niederlande, den wir jetzt noch hochfahren. Dann am zweiten Führerstand der Pantograph für Italien. Mal schauen, so, Taste 10 drücken. Und dann noch der Pantograph für die Schweiz. Sind natürlich im Vorbild nie alle gleichzeitig oben, ist eh klar. Aber jetzt hier fürs Modell wollen wir das einfach mal zeigen, damit man das mal sehen kann im Vergleich. Und ich schaue jetzt hier nochmal zu den anderen beiden. Währenddessen fahre ich jetzt schon mal die Pantographen wieder runter, damit wir mal das Geräusch ein bisschen vorbildgerecht die weiteren Geräusche starten können. Wir fangen jetzt mal an mit dem Aufrüstvorgang, der beim Einschalten der Geräuschelektronik zu hören ist, mit Türen öffnen und verschiedenen weiteren Nebengeräuschen. Und währenddessen zeige ich jetzt einfach mal noch mal ein bisschen was vom Modell, von der wunderschönen Bedruckung, die an der Seite eben dieses Alpenpanorama zeigt von dieser Railpool-Lokomotive. Ist für ein Modell wirklich schön und in der Größe macht es besonders viel Spaß, wenn man das mal sehen kann, weil man nicht eine Lupe braucht, sondern sofort sieht, dass das eine tolle Lok ist. Auf der Rückseite sieht man die Schweizer Rückbeleuchtung mit nur einem Rücklicht. So, und jetzt sind wir schon mal so weit, dass wir jetzt mal verschiedene Geräusche zeigen können. Es gibt unterschiedliche Haltestellen und Zughaltansagen. Starten wir mal mit einer Haltestellenansage am Bahnhof. Einfahrt des Regio Express nach Nünzingen, Bern, Abfahrt 15:59 Uhr. Erste Klasse, Sektoren A, B und C. Zweite Klasse, Sektoren A, B und C. Platform 3, arrival of the Regio Express. Die Geräuschlautstärke ist relativ groß. Man hört ihn also wirklich in 5-6 Metern Entfernung noch sehr deutlich und laut. Und es macht wirklich Spaß, dieses Modell nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Und ich spiele jetzt mal noch andere Ansagen ein, Haltestellenansagen. Nächster Halt, Bern. Nächster Halt, Brieg. Jetzt lassen wir mal die Lok fahren, damit man ein bisschen was sieht und hört. Dann gibt es noch ein anderes Signalhorn natürlich. Und dann gibt es noch ganz was Spezielles als Digitalfunktion, das da realisiert wurde. Die SIFA-Sicherheitsfahrschaltung mit automatischer Abschaltung. Die führe ich jetzt auch mal vor. Während der Fahrt, wenn man auf die Funktionstaste drückt, bleibt die Lokomotive dann nämlich automatisch stehen. Ist im Vorbild so, wenn der Lokführer einschläft oder rechtzeitig die Taste nicht drückt, dann gibt es eben wirklich diese Sicherheitsabschaltung mit Zwangsbremsung. Und das führen wir jetzt einmal nochmal vor bei langsamer Fahrstufe, damit man das auch schön sieht. Wenn wir die Fahrtrichtung wechseln, so.
Störung, 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 Störung. Das Kleinserienmodell ist wirklich ein tolles Modell geworden. Ist schön, dass es mal moderne Lokomotiven im Maßstab 1:32 gibt, die eben sich wirklich auch sehen lassen können und hören lassen können. Und es ist toll, dass eben mal ein Hersteller sowas nachbaut. Und wir werden jetzt mal die Störungen wieder abschalten. Dann fahren wir mal nochmal in die andere Richtung abschließend. Und das Modell habe ich jetzt hier momentan mal kurz noch für einen Testbericht fürs Eisenbahn-Magazin. Der Testbericht erscheint in der Januar-Ausgabe des Eisenbahn-Magazins für Januar 2018, ab Anfang Dezember voraussichtlich im Kiosk zu bekommen. Und deshalb habe ich das Modell jetzt auch nur ganz kurz da gehabt und morgen muss ich es wieder retour schicken. Hat wirklich Spaß gemacht, dieses Modell auszuprobieren. Und das war's jetzt mal wieder von mir mit einem Video von einer neuen Spur 1 Lokomotive, diesmal von der Firma KISS Modellbahnen im Maßstab 1:32, die Trax 2 Lokomotive von Bombardier.